Die eigene Wahrheit zu sprechen, ist das Heilsamste, das ich für mich erfahren habe. Und ja, ich meine, speziell in Bezug auf die Personen, die dich am meisten verletzt haben, die vielleicht Trauma dazugefügt haben, die dich diskriminiert haben. In dem Video möchte ich euch gerne eine ganz simple Methode weitergeben, die ich während meiner Therapie erfahren habe und die ich einfach sehr, sehr schätze. Also, let's go. Hallo, mein Name ist Shade. Willkommen zurück. Hi, my name is Shade. Welcome or welcome back. There are English subtitles for you. Das Video hat 3 Bereiche, weil ich möchte euch gerne zuerst mitgeben, wie man die Dinge so ausdrückt, dass sie auch wirklich klar sind und der Wahrheit entsprechen. Der zweite Bereich ist, wie du es dieser Person kommunizierst. Und das dritte, und das ist sehr wichtig, ist, worauf du zu achten hast, damit das Ganze auch richtig wirken kann, sagen wir es mal so. Zum ersten Bereich. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du ganz klar und ehrlich ausdrücken kannst, was da passiert ist. Das heißt, wir tendieren dazu, dass wir um den heißen Brei manchmal reden, dass wir vielleicht auch schon Dinge nicht so ausdrücken, wie wir sie empfinden. Um es konkret zu sagen, was ich meine, ja, es sind Kraftausdrücke erlaubt und ja, es sind auch Dinge erlaubt wie Wut, die sich einfach äußern darf, wie sie sich äußern möchte oder Frustration. Das spürt man, indem man, wenn man es ausspricht, merkt, es ist wie ein Fluss. Manchmal, wenn man etwas sagt und es ist nicht die ganze Wahrheit, steckt das noch im Hals. Aber wenn du etwas aussprichst und sagst, das und das war so und so für mich und du bist das und das für mich und du bist das und das, dann ist es, wie du siehst, man merkt, dass es rausfließen kann. Du hast dich nicht zurückgehalten. Das ist das eine. Erlaube dir wirklich, die Dinge so zu benennen, wie sie für dich waren. Ganz klar, ohne Rücksicht auf Verluste. Einfach so, wie du es erlebt hast. Der zweite Bereich, wie sagst du es der Person? Ich habe die Methode eben bei es war 2021, 22, ich weiß es nicht mehr genau, das war meine letzte Therapiesession bei der Therapeutin. Und es war super spannend, weil sie mich gebeten hat, einer bestimmten Person ganz genau eben zu sagen, was ich eben empfinde. Und ich fand das ein bisschen weird, weil man gedacht hat, die Person sitzt nicht mehr mit uns im Raum. Und ich habe so einen Widerstand gespürt und sie hat mich aber quasi ermutigt und hat gemeint, erlaubt dir das einfach jetzt auszusprechen. Und was spannend war, dass obwohl diese Person nicht im gleichen Raum gesessen ist wie wir, habe ich diesen Kloß im Hals empfunden und das fand ich total seltsam, weil ich dachte, das gibt's doch nicht, die Person ist nicht mal da und dann kann ich das nicht mal quasi im Spiel oder halt quasi in der Fantasie aussprechen. Und als ich das dann ausgesprochen habe, dieser Person, die zwar nicht physisch da gesessen ist, aber die ich mir eben vorgestellt habe, das hat alles geändert. Ich muss wirklich sagen, dass sich die Beziehung seitdem so krass verändert hat zu dieser Person, aber das Wichtigste war eigentlich mal für mich, dass ich mir erlaubt habe, das auszusprechen. Und dieser zweite Bereich, was ich damit gemeint habe, ist, sucht euch einen Raum, zu Hause oder im Wald, einfach einen Raum, wo ihr wisst, da kann euch jetzt niemand hören, wo ihr wisst, seid ihr sicher und stellt euch die Person vor, dass sie vor euch sitzt und richtet eben, wie wir es im ersten Teil gesagt haben, richtet diese Worte an die Person. Egal, ob das jetzt ein Schreien ist oder ein Losdiskutieren. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch wirklich vorstellt, dass die Person da sitzt oder da steht. Ihr könnt auch eben einen Baum nehmen. Die Bäume verzeihen euch das, wenn ihr danach auch Danke sagt zum Beispiel. Oder ihr könnt euch ein Bild hinhängen. Es ist ganz einerlei, was ihr braucht, damit ihr da reintappen könnt, dass ihr das reinkommt. Aber es ist eben ganz einfach. Es ist so einfach, dass man sich denkt, es ist seltsam, dass es wirkt, aber es ist sehr, sehr wichtig und das wirklich einfach fließen zu lassen. Was ich damit sagen wollte, für mich war es damals so, dass ich mit diesem Aussprechen von den Worten, so wie ich es wirklich gefühlt habe, ohne dass ich es irgendwie beschönigt habe, ohne dass ich irgendwie Angst hatte, dass mir das abgesprochen wird. Die Angst war in dem Moment nicht da, weil die Person ja nicht zurückreden konnte. Aber es war so wirksam,
dass ich gemerkt habe, dass sich in mir was verändert hat. Es ist total wichtig, dass Dinge fließen können, weil wenn etwas nicht fließen kann, dann steckt das im Körper und das ist etwas, was sich wirklich als Krankheit manifestieren kann. Ich habe, das wissen ein paar von euch vielleicht, auch eine sehr fundierte Ausbildung in der traditionell chinesischen Medizin und da ist das Körperliche das eine und das andere sind eben Emotionen und die hängen zusammen. Das heißt, jemand kann zum Beispiel körperlich vermeintlich gesund sein, aber emotional ist eine Blockade da und das führt zu einer Stagnation und diese Stagnation kann sich eben im Körper so auswirken, dass eben gewisse Abläufe nicht mehr funktionieren und genau, und deswegen ist es wichtig, zum Beispiel Stagnationen zu lösen. Der dritte Punkt ist, und das habe ich dann auch gelernt, weil ich diese Methode dann einfach in unterschiedlichen Kontexten angewandt habe, es auszudrücken, wie es ist und dem Raum zu geben, den es auch braucht, aber es auch dann loszulassen, weil dieses Anhaften und dieses Festhalten an dieser Emotion sich eben wieder zu dir kommen kann. Und es geht darum, einfach dieser Emotion Ausdruck zu verleihen, das auszusprechen und es dann auch sein zu lassen. Mir ist es einmal passiert, dass ich in Bezug auf eine Freundin, die mich sehr tief gekränkt hat, war ich mal an einem Ententeich, einen schönen, und habe dann wirklich mal laut geschrien und es hat so gut getan. Und ich habe dann irgendwie weiter geschrien und das war dann zu viel und ich habe dann echt so ein paar Tage einfach Probleme mit der Stimme gehabt, weil ich das so gern rauslassen wollte, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, es ist dann auch einfach gut, einen Punkt zu finden, sagen wir es mal so. Ja, das war's auch schon. Ich finde, das Schöne an dieser Methode ist einfach, dass diese Abhängigkeit davon, ob diese Person noch lebt, ob diese Person mit einem sprechen will oder nicht, die ist da einfach gar nicht. Man kommt da einfach ganz in seine eigene Kraft zurück, sich das zu holen, was man braucht, nämlich gehört zu werden und seine Wahrheit zu sprechen. Es ist unglaublich heilsam und es wirkt auch bei ganz kleinen Dingen und ich merke auch, dass ich das mittlerweile bei ganz kleinen Dingen auch mache, die mich frustrieren und wo ich jetzt vielleicht keine Lust habe, irgendwie das der Person direkt zu sagen. Dann spreche ich das einfach aus, genauso wie ich es aussprechen will und dann ist es irgendwie gut. Also es ist irgendwie so, okay, jetzt ist raus und let's go on. Genau. Das kann natürlich als Vorbereitung sein für ein wirkliches Gespräch, was man mal hat. Das ist aber etwas, was ich irgendwie unabhängig sehe davon, also nicht unabhängig, aber nicht als unmittelbar weiterführenden Schritt, sagen wir mal so, sondern ja, es ist einfach für sich einfach ein Geschenk, das man sich selber machen kann, um einfach mehr Freiheit und wieder mit mehr Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.